Hallo bei der Spielplatz. Wir machen heute Schrumpffolie. Ja, Schlüsselanhänger mit Schrumpffolie. Ja. Ich habe da schon einiges gehört, das soll wohl nicht so gut funktionieren, weil da braucht man wohl so mindestens 2 Versuche, bis man das wirklich hingekriegt hat mit dem Backofen und so, dass das dann auch ja, gerade bleibt und nicht so schrumpelig bleibt wie aus dem Backofen. Und da sind halt dann nur 3 Folien drin. Und wenn wir beide jetzt eine machen und der erste Versuch geht schief, hat man dann nur noch eine Folie für einen Versuch. Also wenn man das dann richtig schön machen möchte, müsste man sich dann die größere Packung kaufen und nicht nur die Probierpackung. Aber ehrlich gesagt weiß ich auch gar nicht, ob es das gibt in größer. Weiß ich gar nicht. Okay, dann mach mal auf. Zugeklebt. Dann da. Auch zu. Ja, klar ist das zugeklebt. Okay, also das hier ist dann wohl schon mal die Schrumpffolie. Große Blätter für Schlüsselanhänger. Aber ein paar Glas. Guck mal, das ist ja. Dann kann man vielleicht sogar 2 Motive passen vielleicht sogar drauf. Nee, 3. Hier ist nämlich mit Vorschlägen drauf. Kann man abpausen, wenn man das so Abmalen. möchte. Ja, abmalen heißt abpausen. Ja, tatsächlich, da könnten, je nachdem welche man nimmt, dann ja doch sogar 2, 3 drauf passen. Ja. Auf dieser oder auf dieser Seite? Und das Problem ist nur, wir können ja nicht das gleichzeitig benutzen. Hier ist das dann auch nochmal gezeigt, wie man das macht. Mit dem Abmalen und dann den Backofen und dann den Schlüsselanhänger. Ich suche. Ich würde sagen, vielleicht schneiden wir das hier durch, dass du dann eine Hälfte nehmen kannst und eine Hälfte ich. Ja, aber das Problem ist, die gehen hier auch so. Nein, aber ja, da, aber hier nicht. Dann würden wir das hier durchschneiden. Okay? Ja. Aber das sind doch auch eigentlich normale Buntstifte, ne? Ja. Oder sind das Spezialbuntstifte? Spezial. So, wenn du dann den nimmst, dann nehme ich mir jetzt mal rosa. Das sind Speziale. Ja, kann sein. Wobei das ja von vornherein falsch ist, weil die Hufen hier sind ja pink und es gibt gar keinen Pink. Aber das Pony ist ja rosa. Man kann ja aber nicht für beides den gleichen Stift nehmen. Doch, kann man. Weil hier steht gar nicht drauf, ob man jetzt diese Stifte benutzen muss. Doch, oder muss ob man. man auch andere benutzen darf. Muss. Und man muss natürlich auch aufpassen, dass man nicht verrutscht. Oh, bin ich. Egal. Wenn man hier jetzt wie ich weiß auf weiß malt, dann sieht man ja gar nicht, wo man schon weiß gemalt hat. Doch. Ja. Fertig? Okay. Wir haben jetzt fertig ausgemalt. Ja. So sieht dann jetzt meins aus. Und Julias. Warte, näher dran. Ja, bist du ein bisschen näher ran. Ja. So, und jetzt muss das dann für ein paar Sekunden oder eine Minute oder da so noch was drauf. in den Backofen. Und dann melden wir uns gleich wieder zurück, um euch das Ergebnis zu zeigen, wie es geworden ist. Ich mache noch einen Regenbogen. Dann mache ich dir hier noch so eine Sternschnuppe, okay? Ja, und ich mache einen Regenbogen. Regenbogen, guck mal, der hat fast die gleiche Farbe wie meiner. Ja. Cool. Okay, dann machen wir noch eine Sternschnuppe und noch einen Regenbogen. So, dann schneide das noch aus. So ein bisschen viel drumherum. Mal. Da. Schön. Muss ich jetzt also alles ausschneiden? Ich glaube, wir müssen das perfekt ausschneiden.
Also so? Nee, perfekt. Ah, also so? Ja. So wie es geht, mache ich. Und theoretisch, wenn ich das jetzt so sehe, überall hier auf der Zeichnung, wo die schwarzen Punkte sind, muss man ja ein Loch lassen. Sonst kriegt man danach die Schlüsselanhänger ja gar nicht dran. Oh, ich habe das. Das stand da auch nicht drauf. Ich habe das gemacht. Wir gehen dann jetzt noch eben dann ein Loch reinpicken für den Schlüsselanhänger, also für das Band. Und dann kommen wir gleich wieder zurück mit dem Ergebnis. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir haben die jetzt in den Backofen gemacht. Und tatsächlich sind die auch so klein geworden. Und sehen auch wirklich schick aus. Und Wo das ist ging meiner? so Zeig mal. schnell. Ja, das ging wirklich nur ein paar Sekunden. Ja. Ja. Also das ist jetzt... Und von der anderen Seite sieht es am schönsten aus. Und es ist jetzt richtig hartes Plastik Von der geworden. anderen Seite wird es immer schöner. Ja, von der einen Seite sieht es schöner aus wie von der anderen. So, und diese scharfen Kanten, bis auf diese ganz spitzen, sind auch weg. Das Problem ist nur, wie ich schon vermutet habe, dieses kleine Loch, was man reinmachen musste, das ging nur ganz schwierig rein. Wo denn? Hier schneiden? Nein, länger. Ja, dieses ganz kleine Loch, da bin ich sehr oft, habe ich einen Riss reinbekommen, weil das so hart ist, diese Folie, dass man da kaum mit man kriegt was da nichts durchkommt. mehr rein. Ja, siehst du? Nur mit einer Nagelschere. Ich hol mal eine. Ich habe ja schon erklärt, dass das ja jetzt hartes Plastik ist, da kannst du nichts mit schneiden. Nee, Das dann funktioniert nicht. nur das Loch rein. Das Loch muss auf jeden Fall deutlich größer gemacht werden, was sehr schwierig ist. Also es ist im Endeffekt doch eine ganz tolle Sache. Julia hat das sehr viel Spaß gemacht, aber da braucht man doch ein paar Übungen noch drin. Das da reinzumachen, braucht man eine Nagelschere. Und dann? Kann man das? Das geht nicht da rein. Das Loch ist zu klein und das Band ist zu groß. Oh, man musste das vorher reinmachen. Genau, das musste man vorher reinmachen. Warum hast du das vergessen? Ich habe doch ein Loch reingemacht. Es ist nur klein geschrumpft. Man kriegt da was noch mit einer Nagelschere rein. Nein, weil das ja Plastik ist. Guck mal, das ist hart. Guck mal, wie dick das jetzt geworden ist. Da kannst du nichts schneiden. Guck mal, du schaffst es noch nicht mal mit der hier irgendwas zu schneiden. Hier ist mein Pferd. Guck mal. Geht nicht. Guck mal, das Loch ist noch so groß, wenn man das mit einer Nagelschere schafft. Wir machen das jetzt. So, wir haben hier ja noch eine Folie und unsere 2 Reste. Dann kannst du gleich nochmal so ein Pferdchen malen oder so. Und ich gebe mir dann die besten Mühe, dann das Loch für das Band größer zu machen, okay? Nein, Nein? ich versuche das schon da reinzubiegen. Du willst das versuchen, da reinzukriegen? Okay. Mit einer Nagelschere. 4 Finger und Fußnägel. Okay, also insgesamt sind wir dann doch zufrieden, auch wenn so ein paar Fragen offen bleiben. Aber funktioniert hat es ganz gut, besser als erwartet. Fürs nächste Mal wissen wir, dass wir das Loch größer machen müssen, sonst passt das Band nicht durch. Naja, aber wir haben ja noch eine Folie und noch 2 Reste von gerade. Naja, damit es dann wirklich perfekt wird, braucht man dann doch tatsächlich mindestens 2 Versuche, würde ich sagen. So. Nee. Müde? Nee. Keine Lust mehr? Nee. Okay, Ja. dann tschüss, bis Weißt zum du, denk nächsten mal, Mal. bei YouTube. Tschüss.